Chevrolet bringt ab nächstem Jahr seinen Elektro-Pickup Silverado EV raus und der kann nicht nur viel ziehen, sondern überrascht auch bei Reichweite und Leistung. Alles, was man aktuell zum Chevy Silverado EV wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Teslas Elektro-Pickup Cybertruck erlangte mit einem Schlag weltweite Bekanntheit, weil er extrovertiert gezeichnet und technisch interessant ist. Ford hält mit der rein elektrisch angetriebenen Version seines legendären F150, Beiname Lightning, massiv dagegen. Hinzu kommen viele Startups, die auch etwas vom Zukunftsmarkt für elektrische Pickups abhaben wollen. Chevrolet hielt sich auf diesem Feld bisher zurück. Dann deutete der Hersteller erstmals in seinem Nachhaltigkeitsbericht 2019 einen E-Pickup an. Im Frühjahr 2021 folgte die offizielle Ankündigung, dass das Modell tatsächlich kommt. Dann wurde auf der Messe CES 2022 in Las Vegas das Serienmodell in 3 Varianten vorgestellt. Als schicker RST mit Luxusausstattung, als Arbeitstier Silverado WT und als Offroad-Variante Trailboss. Gefertigt wird er im Montagewerk Factory Zero in Hamtramck, in dem auch der elektrische Hummer vom Band läuft. Mit dem teilt sich der Silverado auch die Ultium-Plattform. Wer sich nach dem CES-Debüt einen baldigen Produktionsstart des Silverado EV erhofft hatte, wird von Chevrolet allerdings enttäuscht. Statt im Jahresverlauf 2022 soll die Fertigung des Elektro-Pickups erst zum Jahresbeginn 2023 anlaufen. Im Frühjahr 2023 startet der WT mit der Long-Range-Batterie, erst im Herbst 2023 debütiert dann der Silverado EV RST. Das ist vor allem in Hinblick auf den großen Rivalen Ford F150 Lightning ärgerlich, dessen Großserienfertigung gerade anläuft und der sich damit einen Vorsprung von gut einem Jahr erarbeitet haben wird. Optisch behält die Elektroversion die vom Verbrenner bekannte Grundform, ansonsten ändert sich einiges, besonders an der Front. Die ist nach wie vor wuchtig und steil, jetzt aber mit 2 geteilten Scheinwerfern, deren oberes Element ein durchgehendes LED-Band ist. Das Chevrolet-Logo in dessen Mitte erhält ebenfalls eine beleuchtete Umrandung. Der Rest der Scheinwerfer, also Abblendlicht, Fernlicht usw., befindet sich links und rechts in einem Element darunter. Wie bei den meisten Elektroautos ist der Grill verschlossen, der Pickup behält aber einen großen mittigen Lufteinlass mit dem typischen Wabengitter, das auch der Verbrenner hat. Seitlich fallen besonders die eckig ausgeschnittenen Radhäuser und die breite zur Ladefläche hin schräg verlaufende C-Säule auf. Die Änderungen am Heck sind nicht ganz so frappierend. Die neuen Rücklichter reichen bis weit in die Seite, ansonsten ist das Design etwas reduzierter und fließender. Der Markenname ist beim Elektroauto nicht mehr auf der Heckklappe ausgeschrieben, hier kommt nun ebenfalls ein Logo zum Einsatz. Das Auto gibt es ausschließlich als Crew Cab mit 4 Türen. Das Luftfahrwerk ist, jedenfalls bei der First Edition, serienmäßig. Die Allradlenkung und die großen 24 Zoll Felgen kosten Aufpreis. Der Innenraum scheint komplett umgestaltet worden zu sein und versprüht nun deutlich weniger Nutzfahrzeugambiente. Er könnte auch aus einem SUV stammen. Der große 17 Zoll Bildschirm für das Infotainment ist jetzt auf das Armaturenbrett aufgesetzt, behält aber einen Drehregler für die Lautstärke und bildet mit dem 11 Zoll messenden digitalen Cockpit eine optische Einheit. Dahinter arbeitet eine neue Software, die Linux-basiert ist, Ultify heißt und Over-the-Air-Updates ermöglicht. Die einfacheren WT-Modelle für den kommerziellen Einsatz haben 2 getrennte großflächige Farbbildschirme für Instrumente und Infotainment. Für den teureren RST gehen die Anzeigen ineinander über. Die Klimabedieneinheit ist deutlich verschlankt, dasselbe gilt scheinbar auch für die Mittelkonsole. Hier hat Chevrolet durch den Wegfall des Gangwahlhebels die Cupholder umsortiert. Sie sind nun quer eingelassen, statt bislang längs auf der rechten Seite. Neue, schmalere Lüftungsdüsen, eine kleine Bedieneinheit auf der rechten Seite des Armaturenbretts und ein neues Lenkrad runden das Ganze ab. Um das Auto zu starten, benötigt man weder Schlüssel noch Knopf. Einfach mit dem Schlüssel in der Tasche oder einem registrierten Smartphone einsteigen, Fahrstufe einlegen und losfahren. Chevrolet wird den Silverado EV ausschließlich als Doppelkabiner mit Rücksitzbank anbieten. Unter der vorderen Haube befindet sich ein großer Stauraum, den Chevrolet als E-Trunk bezeichnet. Hier können außerdem Zubehöroptionen wie ein ausziehbares Schubladensystem integriert werden. Ein Highlight des RST ist seine erweiterbare Ladefläche. Fahrerseitig lässt sich nach Umlegen der Rücksitzbank eine Durchreiche in der Kabinenrückwand aufklappen, um Ladung von bis zu 2,5 Meter Länge zu verstauen.
Als zweite Option lässt sich die Kabinenrückwand komplett aufklappen, um auch größere Transportstücke bewegen zu können. Außerdem bekommt der RST ein festes Glasdach, das sich über die gesamte Kabinenfläche spannt. Übrigens, Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglied werden und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch viel wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's! Genaue Informationen zum Antrieb gibt es noch nicht, aber einige Eckdaten. So soll die Top-Version der Silverado RST 644 PS und 1058 Newtonmeter leisten und damit den Sprint von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden schaffen. Natürlich mit Allradantrieb. Die Nutzfahrzeugversion bringt es auf 510 PS und 834 Newtonmeter. Zur Größe des Akkus macht Chevrolet noch keine Angaben, er soll in beiden Fällen aber mindestens 400 Meilen oder 644 Kilometer Reichweite schaffen und Laden mit 350 kW beherrschen. Nach 10 Minuten am Schnelllader soll der Pickup so wieder ausreichend Strom für 161 Kilometer haben. Natürlich muss er auch schwere Anhänger ziehen können, die dürfen zum Marktstart bis zu 4540 Kilo schwer sein. Später soll eine Variante mit doppelt so viel Anhängelast das Portfolio erweitern. Chevrolet wird im Frühjahr 2023 zunächst mit dem Silverado EV WT, der Nutzfahrzeugvariante, beginnen. Das Premierenmodell bekommt die größte verfügbare Traktionsbatterie. Im Herbst 2023 folgt dann das Topmodell RST in Vollausstattung, hier hat Chevrolet auch schon ein Preisschild angeklebt. $105.000 vor Steuern und Gebühren. Erst später, also ab 2024, soll dann die komplette Palette an Silverado EV ausgerollt werden, auch die WT-Einstiegsversion mit einer kleineren Batterie. Hier soll dann der Einstiegspreis bei $39.900 liegen. Ich habe mir nun alle kommenden Chevrolet Elektromodelle genauer angesehen und für euch hier oben rechts verlinkt und bin mehr als positiv überrascht, wie Chevy auf den Elektromarkt preschen will. Sowohl optisch als auch technisch gefallen mir tatsächlich alle 3 Modelle sehr gut. Aber wie seht ihr das? Gefallen euch die 3 Modelle inklusive dem Silverado auch so gut? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn meine Videos auch dazu gehören, dann lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!